Was ist das Geheimnis dieses Tricks? Ist das kompliziert? Nö, super einfach. Du brauchst nur ein spezielles, ganz spezielles Malmittel. Wasser. In diesem Trick zeige ich, wie man auf der Ackerdruckplatte tolle Effekte erzielen kann. Malen mit Wasser, Strukturen erzeugen durch Wasser und das Wasser pusten und einiges mehr. Und schon geht's los. Farbe auftragen und so lange warten, bis sie nicht mehr glänzt. Dann ist die Farbe auf der Platte angezogen bzw. angetrocknet. Mit den Fingern Wasser auf die Platte spritzen. Toll ist auch eine Sprühflasche, die keinen feinen Sprühnebel macht. Die macht dann nämlich ungleich große Tropfen und das gibt dann schöne unregelmäßige Strukturen. Ein paar Minuten warten, bis das Wasser die angetrocknete Farbe angelöst hat. Mit einem Gummiwischer flach über die Platte bzw. die Farbe ziehen. Du schiebst also die mit dem Wasser angelöste Farbe quasi von der Platte runter. Mit einer Nadelflasche mit Wassermuster malen, wieder ein paar Minuten warten, bis die trockene Farbe angelöst ist und mit dem Gummiwischer die angelöste Farbe abziehen. Mit der Linoldruckwalze Farbe von der Platte abnehmen. Die Walze sollte zum Farbeabnehmen trocken sein, also nach jedem Abnehmen von Farbe die Feuchtigkeit abrollen. Gummiwischer oder Linoldruckwalze, Vorteile und Nachteile. Wann empfiehlt sich ein Gummiwischer? Der Gummiwischer empfiehlt sich immer dann, wenn viel Wasser auf der Platte ist. Farbe mit der Linoldruckwalze abzunehmen funktioniert nur dann super, wenn wenig mit Wasser auf der Platte gemalt wurde. Die Walze kann nur begrenzt angelöste, wässrige Farbe abnehmen. Sie schiebt die wässrige Farbe nicht von der Ackerdruckplatte wie der Gummiwischer, sondern rollt und verteilt damit die wässrige, angelöste Farbe über der Ackerdruckplatte. Dadurch wird das Ergebnis nicht so klar wie bei der Gummiwischermethode. Pinsel bei trockener Farbe. Mit einem Pinsel und Wasser kannst du beliebig Muster auf deine Platte malen. Der feuchte Pinsel holt dir selbst angetrocknete Farbe von der Ackerdruckplatte. Dieser malerische Ansatz gibt dir die Möglichkeit, mehr oder weniger Farbe von der Ackerdruckplatte sozusagen herunterzumalen. Es ist deine Entscheidung, ob du die Farbe komplett abwäschst oder einen Schimmerfarbe stehen lässt. Silikonshaper bei nasser Farbe. Mit dem Silikonshaper wiederum kannst du prima in nasse Farbe reinmalen. Der Silikonshaper schiebt die feuchte Farbe beiseite. Auf trockener Farbe funktioniert der Silikonshaper nicht, versteht sich von selbst. Trockenes kann er nicht beiseite schieben. Wenn du ihn auf trockener Farbe trotzdem einsetzen willst,
kannst du entweder den Silikonschäber selbst anfeuchten oder die Ackerdruckplatte ansprühen und dann wie gehabt Farbe wegschieben. Und noch ein Tipp: Kontrolliere die Feuchtigkeit. Feuchtigkeit zieht immer getrocknete Farbe von der Platte ab. Wichtig ist, auf die verschiedenen Feuchtigkeitsgrade zu achten, um die Ergebnisse zu steuern. Demnächst gibt es auf diesem Kanal den Quick-Tipp Nummer 3 dazu, in dem es zudem um den Farbauftrag, die Konsistenz von Farben und das Abnehmen von Farben geht, also andere Methoden als die mit Wasser. Wasser pusten. Mit der Nadelflasche oder einer Pipette Wasser auf die Druckplatte geben und dann das Wasser mit dem Strohhalm in alle möglichen Richtungen pusten. Wenn dir das zu anstrengend ist, kannst du das Wasser auch mit dem Föhn über die Platte pusten. Bitte mit Kaltluft und nicht mit Warmluft, weil das die Platte anschmelzen würde. Hast du deine Ackerdruckplatte auf einer Acrylglasscheibe, kannst du auch einfach die Platte anheben und das Wasser laufen lassen. Es malt. Schreiben auf der Ackerdruckplatte. Schreibst du auf die Platte und willst, dass es nach dem Drucken lesbar ist, musst du Spiegelschrift schreiben. Wenn du aber China-Papier nimmst, kannst du durchdrucken. Dafür muss es dann keine Spiegelschrift sein. Wie das geht und worauf es beim Durchdrucken ankommt, zeige ich in dem Video, das ich unten bzw. hier oben rechts verlinke, ausführlich. Zum Schreiben mit Wasser habe ich eine Nadelflasche genommen. Wahlweise kannst du auch mit dem Pinsel schreiben und Farbe abnehmen. Dazu einfach, wie ich bereits gezeigt habe, den Pinsel in Wasser tränken, überschüssige Feuchtigkeit auf dem Mallappen abtupfen und schreiben. Du wäschst die Schrift wie beim Motivmalen quasi aus. Mit dem Pinsel hast du beim Schreiben mehr Kontrolle als mit der Nadelflasche. Es wird bunt. Wässrige Farbe hier und da auf der Platte verteilen und ein Motiv mit der bedruckten Seite nach oben auf die Platte legen. Die bunte Farbe druckt durch. Du kannst also deine Monotypie von hinten nachträglich farblich gestalten. Aber das geht nur insofern du China-Papier oder ein transparentes Papier verwendet hast. Nasse und trockene Farbe bei nassem und trockenem Papier. Hast du angetrocknete Farbe auf der Platte, zieht dir angefeuchtetes Papier Farbe von der Platte runter. Hast du feuchte Farbe auf der Platte, zieht dir trockenes Papier die Farbe runter. Im direkten Vergleich
Im oberen Bereich ist die Farbe angezogen bzw. angetrocknet. Das siehst du hier sehr schön im direkten Vergleich, weil die getrocknete Farbe nicht mehr glänzt. Im unteren Bereich verteile ich jetzt Farbe, ein paar Wasserspritzer über die komplette Ackerdruckplatte geben, links lege ich ein trockenes Papier auf, rechts sprühe ich das Papier mit Wasser an. Und so verschieden können die Ergebnisse dann sein, je nachdem, ob die Farbe nass oder trocken ist, ob sie mit nassem oder trockenem Papier abgenommen wird. Ein Däumchen hoch von dir wäre super und natürlich freue ich mich auch über neue Abonnenten. Wenn du die Glocke neben dem Abo-Button anklickst, wirst du informiert, sobald ich etwas Neues hochlade. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis demnächst!